Ja, übrigens hinter mir Miles Davis, ein ganz, ganz, ganz toller Musiker. Was mir allerdings immer missfallen hat, dass er beim Spielen auf der Bühne immer dem Publikum den Rücken zugekehrt hat. Das hätte man ihm übel nehmen können, wenn man nicht den Hintergrund begriffen hat oder kannte. Und Miles Davis ist der Sohn eines Zahnarztes, also aus einer guten Familie, guten amerikanischen Familie, verwöhnt und auch aus wohlhabendem Haus, gehörte er zur schwarzen Mittelschicht in den USA und hat es schwer ertragen, dass er aufgrund seiner Hautfarbe immer wieder, und war sehr sensibel und hatte ganz feine Antennen dafür, wenn er in irgendeine Ecke gestellt worden ist. Und er konnte sich mit vielen einfach nicht auf gleichem Niveau unterhalten oder, wie man heute sagt, kommunizieren, weil er eben aufgrund der Hautfarbe für manche Leute einfach kein Gesprächspartner war. Und das hat ihn dermaßen tief getroffen, dass einerseits sein Talent, sein Genie, sein musikalisches Supertalent akzeptiert war, hat er Millionen gemacht mit seinen wahnsinnigen Aufnahmen. All Blues zum Beispiel, hat jeder im Ohr. Er hat mit den namhaftesten amerikanischen Jazzmusikern zusammengespielt. Oder anders gesagt, die haben mit ihm gespielt. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Was ist das von Arsch, der auf der Bühne jedes Mal den Leuten Arsch zudreht? Ja. Und da wieder doof geworden, Kerl. Aber dann, als ich den Hintergrund erfahren habe, wie sich das verhalten hat, dass es auch so eine Art Protest war, stiller Protest war. Er hat aber trotzdem auf der Bühne immer alles und alles gegeben, war seinen Musikerkollegen gegenüber Kumpel, Freund durch und durch. Und wenn man sich das Gesicht anschaut von Miles Davis, die feine Nase, den schön geschwungenen Mund, die hohe Stirn, das zarte Gesicht, einfach das gut geschnittene, fein geschnittene Gesicht, dann sieht man sofort, was los ist und dass dieser Mann ein Leben lang gelitten hat. Nun muss man allerdings eins sagen, seine Freunde haben, oder seine, sagen wir mal, die Angehörigen der schwarzafrikanischen Community tun oftmals eben nicht gerade Dinge, die das Image der Bevölkerungsgruppe anhebt. Ja. Aber ausgerechnet Miles Davis, der wirklich ein feinsinniger Mensch war, musste unter diesen Dingen leiden. Und es ist ein ganz, ganz großer Verlust, unwiederbringlich. Und man kann nicht alles hören von ihm. Es ist sehr, sehr kompliziert, so hochkomplizierte
Musik, die er macht. Ja. Und also es sind Passagen, die kann man kaum nachspielen. Ja. Und, aber ich kenne halt keinen, der mit der Trompete als Instrument solche feinen Klänge gezaubert hat. Ja, man kennt ja Trompeten immer als relativ kräftig, brachial. Ja, eine Trompete, die macht richtig Dampf, richtig Druck. Eine Trompete knallt richtig rein. Ja. Die überhörst du nicht. Und Miles Davis hat so zart mit diesem Instrument intoniert, dass wir es nicht hinhören müssen. Um Gottes Willen, was ist denn das für ein Instrument? Ja, eine Trompete. Und das hat mich dem Instrument auch näher gebracht. Für mich war eine Trompete immer ein Instrument, was ich im Bläsersatz kannte. Trompete, Posaune, Saxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon. Also praktisch in der Black Music insbesondere in der in Big Band Besetzungen kannte ich die Trompete nur in Verbindung mit anderen Blasinstrumenten. Aber solistisch war die Trompete mir nicht unbedingt mein Ding. Ja. Aber im Bläsersatz unverzichtbar. Ja. Also die Trompete setzte immer noch oben einen drauf. Ja. Also das Saxophon war in der Mitte. Die Posaune war auch in der Mitte. Ja. Die konnte von der Intonierung gar nicht höher arbeiten aufgrund der Physik des Instruments. Oder auch bei das Saxophon konnte nie so durchdringend sein, sodass also die höchsten Töne, also das Fortissimo, das oben drauf gesetzt ist, das strahlende Klänge, wurden von den Trompeten gesetzt. So, und da kommt einer daher und fängt an zu spielen. Und du hörst und sagst, Mensch, was ist denn das für ein Instrument? Ich kenne das Instrument überhaupt nicht. Ja. Ich habe das noch nie gehört. Ja, du hast das schon gehört, aber nicht so. So hast du es noch nicht gehört. So zart, so fein, gestoppt. Er hat natürlich auch immer mit gestoppter Trompete gespielt. Ja. Die Zuschauer im Konzertsaal mussten den Atem anhalten. Die konnten nicht einfach lostrampeln und plärren und ihre üblichen Tralalas, wie die üblich sind bei Konzerten. Also diese Klatschorgeln und das Zeug da, was eben in jedem Konzert eigentlich angesagt ist. Das ist bei Miles Davis nicht möglich gewesen. Ja. Der hat das Publikum erzogen. Der hat den Leuten gezeigt, Leute, bei mir geht es anders zu. Macht die Ohren auf, haltet die Klappe, hustet nicht und hört ganz genau zu, was ich euch vermitteln möchte, was ich euch senden möchte. Das war natürlich nicht jedermanns Sache und hat ein Publikum vorausgesetzt, was intellektuell natürlich auch auf einer etwas höheren Ebene angesiedelt war. Ja. Prolls hatten da keinen, fühlten sich da unwohl. Ja. Die sind gar nicht erst hingegangen, seine Konzerte. Und so hat auch Miles Davis verzichtet auf kommerzielle Erfolge. Er hätte, ich weiß nicht, was er da in seiner Karriere, er hat ja auch sehr, sehr dramatische Lebensphasen gehabt, wo er an der Nadel hing oder Drogen genommen hat
Und wie alle kreativen Leute, die früher oder später irgendwo an die Drogen gekommen sind. Ich weiß nicht, was da dollarmäßig an Vermögen, an Privatvermögen bei ihm übrig gewesen war. So viel wird es vielleicht nicht gewesen sein. Aber er hat sich ganz bewusst auch den kommerziellen Verlockungen widersetzt und ist seinen Weg gegangen, knallhart, ohne Kompromisse. Hat sich mit vielen angelegt und hat sich viele Feinde gemacht. Aber die Freunde, die er hatte, die haben ihn geliebt. Und wie gesagt, ich habe Miles Davis seine menschliche Qualität bewundert. Ja. Das war ein Kämpfer, ein einsamer Kämpfer auf der Bühne, schon wieder rausgekommen ist auf der Bühne. Die Ovation, die da losging, ja, der hat überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ja. Der ist raus auf die Bühne gegangen, hat sich hingestellt, hat Trompete genommen, ja, so eine Tröte genommen und hat angefangen. Und wenn sagen muss, er während des ganzen Konzertes sich rumgedreht. Hatten Leuten Hintern zugedreht. Ja. Aber hat eine feine Musik gemacht. Und diese Verhaltensweise, die gewöhnungsbedürftig war, hat ihm aber bei seinen Fans keine Feinde gemacht. Unter seinen Fans keine Feinde gemacht. Oder tat seinem Ruhm kein Abbruch. Ja. Also Miles Davis ist ein gutes Stück amerikanischer Musik gewesen. Verkörperte, ist einer der letzten großen Jatzer gewesen. Und Dizzy Gillespie und diese ganzen großen Leute, Menschenskind, die haben alle mit ihm zusammen auf Augenhöhe jahrzehntelang entweder musiziert oder sich im Auge behalten. Das waren alles Kumpels, die kannten sich, die liebten sich, die hassten sich, wenn es sein musste auch. Ja. Und Rivalitäten blieben da nicht aus, aber wer wollte denn ein Trompeter, ja, ein Rivale sein? so viel Trompeter gab es ja nicht. Ja. Und also viele auch Popmusiker, Rock'n'Roller, Bluesmusiker haben sich an Miles Davis orientiert und haben Teile seiner Musik, ich will nicht sagen geklaut, aber haben viele Sachen gesampelt, haben sie verändert, haben sie in ihrem musikalischen Kontext eingebaut. Und also geht es noch nicht, wirklich nicht. Ja, man hört's aber, Wolfgang. Hier oben schlafen die Leute. Das heißt also, die Tantiemen, die ihm dadurch natürlich verloren gegangen sind, oh, wer wollte das aufrechnen? Und er hat auch nicht die Anwälte, um das reinzuholen und hatte auch wahrscheinlich den Bock nicht drauf, um dazu zu klagen und Prozesse zu führen. Und das ist ja auch gerade im Musikbereich schwierig. Und er hat sein Ding gemacht bis zum Schluss. Ich will nicht sagen, dass ihm die Leute gleichgültig waren, aber sagen wir mal so, Genies, das Genie ist ein großes Wort. Aber bei Miles Davis kann man sagen, da trifft das zu. Er war ein Genie, war sich dessen auch bewusst und
was Gott nicht, was Gott nicht, an, an Minderwertigkeitskomplexen gelitten, weiß Gott nicht. Und es war nie größenwahnsinnig geworden, ja, nie durchgedreht und hat aber mit einer, hat die mit Verachtung, er hat diese niedrige Musikszene, diese Mainstream-Musikszene mit Verachtung gestraft oder bestraft. Und das wussten die auch. Ne? Deswegen waren sie trotzdem so frech und haben ihn beklaut von hinten bis vorne. Haben Samples von seinen Stücken hergestellt und die in ihre Hip-Hop-Klamotten eingebaut. Ja, und haben damit Millionen gemacht. Ja. Aber da muss man doch nicht böse sein drüber. Ja. Das ist auch eine Art Wertschätzung. Man darf nicht vergessen, wer Musik klaut sie nicht von Musikern, die nichts drauf haben, sondern von Musikern, die was können. Und Miles Davis als der große Könner war natürlich eine unerschöpfliche Quelle, um bei ihm so richtig abzufassen, richtig zu klauen, schamlos. Ja, also das war die Story über Miles Davis und ich lasse es damit gut sein. Wer Interesse hat an dem großartigen Musiker, kann sich ja hier im Internet reichlich bedienen und er wird viele hochinteressante Stücke von ihm finden. Aber er sollte mal anfangen mit All Blues. All Blues ist ein großer Hit, wenn er überhaupt von Hit reden kann. Denn Hits in dem Sinne hat er nie gehabt. Und das hebt ihn von anderen Musikern ab. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, ein außergewöhnlicher Künstler gewesen und wir vermissen ihn sehr.